population is so quickly growing and so big that the demands for resources are really so huge that the limits to growth has been a constant constraint. In these very important discussions, you will also have, therefore, environmental considerations, energy considerations, resource considerations. How well can we use these resources? How better can we use them? How much more optimized can we use them? 40% der Weltenergie wird für Heizungs- und Klimaanlagen in Häusern verwendet. Wird Elektrizität erzeugt, ohne sie mit Fernwärme oder Kälte zu verbinden, wird eine sehr hohe Menge an Energie in Form von überschüssiger Wärme, die in die Atmosphäre geleitet wird, verschwendet. Manchmal beträgt der Verlust bis zu 70% der eingesetzten Primärenergie. Grundfos ist einer der weltweit führenden Pumpenhersteller und seit seiner Firmengründung im Jahre 1945 für seine innovativen und zuverlässigen Lösungen bekannt. Heute produziert das Unternehmen jährlich mehr als 16 Millionen Pumpeneinheiten für eine breite Palette von Anwendungsbereichen. Von Umweltpumpen für Heizungs- und Klimaanlagen bis hin zu industriellen Pumpenlösungen für Wasserversorgung, Abwasser und Fernwärme. District heating and cooling is a very well-hidden secret people don't know about. That's very simple. We sometimes when me and my friends are discussing this problem, we're talking about is it a low-high technology or a high-low technology? Because it definitely is not the high technology that everyone is looking for. It's a very low-profile technology, very easy to fulfill, but it's very large benefits. We have known this technology for more than 100 years, but it seems that if you have a large problem, you also have a very complex solution, but it's not needed here. If you have these kind of systems, you can solve lots of the energy problems. Das Unternehmen blickt auf eine 50-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Fernwärme zurück. Das skandinavische Fernwärmesystem ist weltweit das effizienteste und zuverlässigste Heizsystem und die Grundfos-Technologie ist ein stolzer Bestandteil dieses Vermächtnisses. Ja, Mo Fjernvarme har den fordel ved at samarbejde med Grundfos, så får vi produceret varme på procesvarmen, som opstår, som genereres, når man producerer køling. Og den varme, der kommer ud som procesvarme, den undgår vi og skal lave på traditionel vis, hvor vi brænder naturgas af i enten gaskedler eller gasmotorer. An interesting fact in the world today is that there are many world leaders using district heating without knowing it. For instance, Barack Obama, Medvedev in the Kremlin, the Chinese leaders in Paris and so on. All these major buildings using actually district heating, but without knowing it. Grundfos is a company passionate about district energy. Since the invention of the first heat circulation pump in '59, we continually added new products into our portfolio. We added the CR inline pump in the 70s used for pressure boosting and pressure holding. We added our in-suction and split case used for distribution in the 80s, and latest our series of TP pumps added, which are the ideal pumps for main pump and distribution pump in district heating systems. Für Grundfos ging es jedoch noch weiter. Ein effizientes Design und ein effizienter Betrieb definieren ein optimal funktionierendes Fernwärmesystem. To give the operators of district energy systems around the world the optimal control, Grundfos has developed a new series of TP pumps and our newest innovation, our Magna 3. What the Magna 3 and the TP allows you, optimal control either directly on the pump or by interfacing with a smartphone app. You are able to read the flow, the pressure and other parameters, enable you to optimizing your system wherever you are, whenever you are. Das bedeutet, dass die richtigen energieeffizienten Pumpen kombiniert mit dem richtigen Antrieb, den richtigen Steuerungen und der richtigen Konnektivität die beste Investition für den Benutzer ist. If you want to ensure a high cost efficiency in the lifetime of your district heating system, you really want to focus on an energy efficient pump.
Jedes Fernwärmesystem verfolgt 3 Hauptziele: dem Kunden eine zuverlässige Menge an Wärme oder Kälte zu liefern, und zwar so kostengünstig und effizient wie möglich. Und dies in einer Art und Weise, sodass das System mit zukünftigen Energieanforderungen kompatibel ist. Um diese 3 Ziele zu erreichen, spielen Pumpen eine wichtige Rolle. Now there is a new generation of systems which consists in variable speed pump, which means we will save a lot of energy because we will not constantly use the full power in the flow. We will just regulate the flow according to the need. There is still a lot of work to do in research. Now we are working with the next generation for the pumps, and probably there will be new device in the future. And I hope I can welcome for further cooperation. In jedem Fernwärmesystem wird Wasser durch Pumpen umgewälzt, von der Anlage zur Station, von der Station zum Gebäude und schließlich innerhalb des Gebäudes. Damit es zu keinem Produktionsstillstand kommt und eine kontinuierliche Verteilung gewährleistet wird, müssen die Pumpen zuverlässig sein. Aber auch bei den hochwertigsten Produkten treten Ausfälle auf, und deshalb ist ein intelligentes Systemdesign sehr wichtig. If you study the blood pressure in the body, it's always adapting to our activity. So my heart is like a pump and is constantly regulating. So what the technology now is trying to do is to do the same, to do some adapting pumps. Wärme zu liefern, die so kosteneffizient wie möglich ist, erfordert einen ganzheitlichen Systemansatz. Das Gesamtziel ist es, so niedrige Betriebskosten wie möglich zu erreichen. Es gibt 2 Kostenposten für den Betrieb eines Fernwärmesystems: Finanzierung und Abschreibung der Ausrüstung und variable Betriebskosten. My client prefer to choose a variable speed pump because it can save money, save power costs, and every substation, when they operate with a static speed pump, it's the power consumption is huge. But when they change to the variable speed pump, can save a lot of power costs, and that's a cash flow for all the district heating companies. Damit wir die kostengünstigste Lösung erzielen, müssen die Fixkosten und Betriebskosten ausgeglichen sein. Was das Hydrauliksystem angeht, so sind die wichtigsten Faktoren ΔT und der Fluss. In jedem System muss ΔT maximiert werden, um den Fluss zu minimieren. Dadurch wird die Druckbeständigkeit in den Rohrleitungen verringert und schließlich die Leistungsaufnahme der Pumpen reduziert. Hier kommt das Affinitätsgesetz ins Spiel. To optimize the delta T in the district heating is quite difficult, but some way to do it could be real-time information from the system. And when I say real-time information from the system, this means feedback 24/7 from example flow. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass dem jeweiligen System der richtige Durchfluss und der richtige Druck zugeführt wird. Nur mit einer intelligenten Lösung kann der Kunde dies erreichen. Which optimize the pump solution in district energy system, there are several parameters to go for. Some of them could be less stress at the pipe system, reduced power consumption from the pump, of course, and not at least these reduced heating losses from the pipe. That's a very important parameter. Beim Bau eines Fernwärmesystems muss berücksichtigt werden, wie das System in naher Zukunft aussehen wird. Was die Pumpen angeht, so sollte das System nicht für den Wärmebedarf von morgen, sondern für den Wärmebedarf der nächsten 5 bis 25 Jahre konzipiert werden. Für die meisten Anwendungen eignet sich am besten eine drehzahlgesteuerte Pumpe. Da die Nachfrage je nach Tageszeit umso mehr je nach entsprechender Jahreszeit variiert, deckt ein unterschiedlicher Fluss genau den Bedarf. Egal ob die Pumpe in der Wärmeerzeugungsquelle, in der Station oder im Haus installiert ist. Die richtige Pumpe garantiert Energieeinsparung und kann den benötigten Druck und Fluss automatisch einstellen. Und zwar kein Bar oder Kubikmeter mehr.